Fibromyalgie ist richtig Schiete, das wissen wir alle. Trotzdem habe ich euch genau deshalb gefragt, was würdet ihr jemandem mit Fibromyalgie Positives mit auf den Weg geben? Ja, und eure Antworten, die will ich euch natürlich zeigen, denn die sind ja nicht einfach nur nett, sondern die kommen ja auch direkt aus eurem eigenen Leben mit Fibromyalgie. Und es kamen wirklich viele und teils sehr ausführliche Rückmeldungen. Und ich kann die hier gar nicht alle vorstellen. Aber ein paar davon möchte ich euch natürlich zeigen. Und vielleicht ist in den Gedanken meiner Community ja etwas dabei, das euch stärkt oder das euch gut tut. Ich bin Carola, selbst betroffen, seit vielen Jahren unterwegs mit dem Thema Fibromyalgie. Ich teile hier, was mir über die Jahre wirklich geholfen hat. Da geht es um ehrliche Erfahrungen, um Selbsthilfe und darum, das ist mir auch ganz wichtig, dass Betroffene eine Stimme bekommen. So, hier kommen jetzt ein paar Gedanken aus der Community, also direkt von euch, ganz persönlich und auch ganz unterschiedlich. Da schreibt eine Zuschauerin, mein Rat nach vielen Jahren Therapie ist, sorge gut für dich selbst. Du darfst Pausen machen und bist deshalb nicht faul. Ja, das passt wirklich gut zu mir, denn ich habe lange gedacht, ich müsste mir Pausen erst verdienen. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, aber heute mache ich die Pausen ganz bewusst, denn dann funktioniere ich einfach besser und sie sind wichtig. Wie ist das bei dir? Eine andere Rückmeldung war, bei schlechten Tagen denke ich daran, dass auch wieder gute Tage kommen werden. Ja, also ich finde, das zu denken, wenn es einem so richtig schlecht geht, das ist gar nicht so leicht, wenn man mitten im Schmerz ist oder wenn es ihm einfach mies läuft. Aber dieser kleine Gedanke, der kann schon helfen. Zu denken, dass nicht alles so bleibt, wie es gerade ist, das kann helfen. Ich sage mir dann immer, okay, heute ist Mist. Ich versuche das Beste daraus zu machen. Es wird schon nicht so bleiben. Es wird auch wieder besser werden. Also mir hilft das schon. Wie ist das bei dir? Hält dich so ein Gedanke eher über Wasser oder geht der an dir vorbei? Schreib doch mal. Und jetzt zu einem Kommentar, der mich wirklich ein bisschen beschäftigt hat. Das Positive an meiner Erkrankung ist, dass ich mir jetzt endlich Zeit nehme für mich und jetzt lernen darf, dass ich sein darf, so wie ich möchte und nicht, wie andere es gern hätten. Ja, das kann natürlich sehr wohltuend sein, sich mehr um sich selbst zu kümmern. Das versuche ich auch, aber mit vollem Job ist das nicht immer so leicht umzusetzen. Und was den zweiten Punkt angeht, auch damit habe ich echt noch zu tun. Das kommt vor, dass ich handle oder funktioniere, um zu gefallen. Aber auf der anderen Seite habe ich durch den jahrelangen Austausch mit anderen Betroffenen auch viel mehr Selbstsicherheit im Umgang mit Fibromyalgie entwickelt, die früher nicht so da war. Und das hilft mir dabei, meinen Standpunkt besser zu vertreten, ja, statt mich anzupassen. Wie ist es bei dir? Eine andere Person hat geschrieben, ich finde eine durchdachte Tagesstruktur wichtig, die sich aber jederzeit flexibel umgestalten lässt. Jeder Tag ist anders. Ja, das ist ein Gedanke, den ich auch sehr gut kenne. Mir geht es eigentlich genauso. Auch mein Alltag braucht unbedingt Struktur. Aber ich merke, dass es nicht immer einfach ist, flexibel damit umzugehen. Das fällt mir schon schwer, muss ich sagen. Vor allem an den Tagen, an denen dann irgendwas dazwischen kommt, so ganz unverhofft. Ein Termin, der alles durcheinander bringt oder einfach ein Tag, der irgendwie nicht rund läuft. Und wenn ich es dann schaffe, nicht zu sehr an dieser Struktur festzuhalten, dann läuft es oft besser. Aber das fällt mir echt manchmal schwer, das ist gar nicht so leicht. Kennst du das auch? Wie ist das bei dir? Strukturierst du dich eher oder fühlst du dich ohne festen Plan wohler? Da gibt es ja sicherlich unterschiedliche Ansichten. Ja, und diesen Kommentar, den finde ich auch richtig gut. Der lautet, du musst dich nicht rechtfertigen. Niemand sucht sich eine Erkrankung aus. Wir müssen lernen, mit der Fibromyalgie zu leben und jeder muss seinen ganz eigenen Weg mit den vielfältigen Symptomen finden. Und das ist schon kräftezehrend genug. Du bist trotz deiner Erkrankung wertvoll und liebenswert. Sind das nicht tolle, unterstützende Worte? Wenn ich lese, du musst dich nicht rechtfertigen, dann fallen doch gefühlt 3 Kilo Last an einem ab. Geht dir das nicht auch so? Das ist so ein Kommentar, der sich wie ein wohltuender Gegenpol anfühlt. Einer,
der einen wirklich stärken kann, finde ich. Also mich unterstützt dieser Kommentar sehr und ich danke dafür. Ja, und vielleicht kennst du auch diese Sache mit der Rechtfertigung oder vielleicht gehst du da ganz anders mit um. Schreib auch zu diesem Punkt doch gern mal in die Kommentare. Ja, und dann hat jemand geschrieben: Zähle die besseren Tage, nicht nur die schlechten. Sei dankbar für schöne Augenblicke, für neue Erfahrungen, für Menschen, die dich begleiten. Auf den ersten Blick klingt das vielleicht wie ein Widerspruch, denn was soll es bei so einer Erkrankung wie Fibromyalgie schon an schönen Momenten geben? Aber genau darum geht's. Die Krankheit ist ja da, mit allem, was sie mit sich bringt. Schmerz, Erschöpfung, Einschränkungen. Und ich denke, es kann helfen, sich nicht immer nur vor Augen zu führen, wie mies es einem damit geht und wie unfair das Leben einen getroffen hat. Das ist so, ja, das stimmt. Aber trotzdem kann es sich lohnen, zwischendurch auch mal auf das zu schauen, was noch da ist. Nicht um irgendwas schön zu reden, sondern weil es einem mit diesem Blickwinkel einfach ein bisschen besser geht und, das ist noch sehr wichtig, weil man auch das, also das, was noch da ist, noch verlieren kann. Ich habe das für mich irgendwann kapiert, dass es noch ganz viele Dinge gibt, die wie selbstverständlich da sind, die aber auch verschwinden können. Ich kann noch nach draußen gehen zum Beispiel und wenn ich zum Beispiel Kamille rieche oder feuchte Erde oder frisch gemähtes Gras mit satten Farben, dann tut mir das gut und das soll bitte schön auch immer so bleiben. Oder die Zeit mit meiner Mutter, die fast 80 ist. Das ist für mich mit Job und Alltag manchmal schwer unterzubringen, aber irgendwann ist meine Mutter nicht mehr da und dann bleibt nur noch die Erinnerung. Also sind diese Momente für mich nicht mehr so selbstverständlich, wie das sonst immer war, sondern inzwischen was Besonderes. Also ich denke, auch wenn es einem miserabel geht, es macht einen Unterschied, ob man ein halb volles oder ein halb leeres Glas sieht. Der Zustand, in dem man ist, der ist ja derselbe. Aber was er mit uns macht, das ist eben ein anderer. Ja, und an diesem Punkt, bei diesem Thema, da bin ich natürlich besonders gespannt auf eure Gedanken. Wie seht ihr das? Schreibt mir. Ja, jemand anders hat geschrieben: Rede über das, was du fühlst, damit dein Umfeld es besser verstehen kann und such dir Menschen, die dich nicht kleinreden. Ja, das ist ein wichtiger Gedanke und ich glaube, für manche kann das genau ein guter Weg sein, wenn es auch sicherlich nicht immer leicht ist, da die richtigen Menschen zu finden. Wie seht ihr das? Ja, und jetzt ein kurzer Satz, der auch viel mehr ist, als er im ersten Moment scheint. Lass mich deshalb gleich noch was dazu sagen. Und zwar heißt der Satz: Lächle dich jeden Tag im Spiegel an. Und das kann man tatsächlich trainieren und mir hilft das sehr. Am Anfang fand ich das ehrlich gesagt bescheuert, vor allem an einem Tag, an dem ich mich nicht gut gefühlt habe. Ich habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich mich dann etwas wohler fühle. Vielleicht ein bisschen weniger gereizt bin. Und ich mache das auch nicht nur vor dem Spiegel, sondern ich versuche das ich versuche das möglichst lange, für eine Minute oder so, bewusst breit zu grinsen, das gar nicht, also wirklich, dass die Mundwinkel nicht wieder hängen. Das mache ich vor allem auch, bevor ich Videos aufnehme und das hilft mir einfach, in eine bessere Grundstimmung zu kommen. Ja, wie ist das? Das interessiert mich natürlich auch wieder, ob du nicht auch solche Mini-Impulse kennst. Vielleicht ist es ja auch was ganz anderes. Dinge, die klein scheinen, die aber ganz viel bringen. Berichte mal davon, wenn du sowas auch erlebst. Ja, und eine Rückmeldung ist hier, die ist mir besonders wichtig und die lautet: Du bist nicht allein. Einige von euch wissen das natürlich längst, aber wenn jemand neu ist, dann lese ich das ganz oft, dass sie nicht wussten, wie viele andere Menschen genauso betroffen sind. Das nimmt einem zwar nicht die Schmerzen und die anderen Beschwerden, aber vielleicht gibt es einem ein bisschen mehr Halt und bringt einen doch ein bisschen besser durch den Alltag. Ja, eine Antwort war besonders ausführlich und ich finde, schon das ist erwähnenswert, sich hinzusetzen und so viel aufzuschreiben, trotz all der Energie, die das kostet, das ist nicht selbstverständlich. Und an dieser Stelle möchte ich mich deshalb bei demjenigen und bei allen, die an meiner Umfrage teilgenommen haben, ganz herzlich bedanken. Ich weiß das sehr zu schätzen. Danke für eure Unterstützung. Ja, und wie gesagt, diese Antwort jetzt, die war zwar sehr umfangreich, kann ich hier nicht alles vortragen natürlich, aber 2 Gedanken daraus möchte ich mit euch teilen. Und der erste ist: Nimm dich selbst genauso ernst, wie du eine gute Freundin oder einen guten Freund ernst nehmen würdest.
Und ja, da hast du natürlich völlig recht. Ich weiß nicht, ob das vielen mit Fibromyalgie so geht, aber ich glaube, man verlernt manchmal einfach, sich selbst ernst genug zu nehmen, weil der Alltag mit Fibromyalgie so fordernd ist, weil so viel Energie ins Funktionieren geht. Und irgendwann ist es dann normal, dass man selbst immer zuletzt kommt. Vielleicht kennt ihr das auch. Und dann geht es natürlich unter, wie es einem eigentlich selbst geht, oder? Ja, und nun noch der zweite Gedanke aus diesem Feedback, der lautet: Viele fühlen sich mit Fibromyalgie oft allein oder unverstanden, vor allem, wenn das Umfeld wenig Verständnis zeigt. Und genau deshalb ist Selbsthilfe so wichtig und auch das Vernetzen auf Social Media. Manchmal reicht ein einziger Satz, ein Kommentar, ein Daumen hoch, ein paar gute Worte. So ein kleines Zeichen kann in einem schweren Moment genau das sein, was man gerade braucht. Wenn du also mitbekommst, dass jemand gerade durch eine schwere Phase geht, lass vielleicht einfach kurz was da. Auch wenn keine Reaktion kommt, es kommt an. Ja, danke dafür. Und genau das ist mir hier auf dem Kanal auch wichtig, dass wir uns gegenseitig stärken, unterstützen und sichtbar machen, was Fibromyalgie wirklich bedeutet. Ja, das war jetzt ganz schön viel, aber ich habe jetzt noch 2 Dinge, die dich vielleicht unterstützen können. Erstens, bis zum 27.07.2025, also genau eine Woche, bekommst du 10% Rabatt auf meine Gesprächszeit. Vielleicht hast du ein Anliegen oder Fragen, bei denen ich dich unterstützen kann. Mehr Infos dazu findest du in der Videobeschreibung. Und das zweite sind meine Selbsthilfetipps bei Fibromyalgie-Schmerzen. Mehr darüber erfährst du in diesem Video. Ach, und übrigens noch eins, die Idee zum heutigen Video kam von einer der Elisabeths hier auf meinem Kanal. Da gibt es ja mehrere, die Elisabeth heißen. Sie sagte, ich soll mal etwas Positives machen, so war der Input von ihr für mich. Und diejenige, die gemeint ist, die wird es schon wissen. Elisabeth, dieses Video ist für dich, natürlich auch für euch alle. Macht's gut, bis bald.